we are somewhere around 1952. 55, 1950s. The beginning of this building. Yeah, now we are at the college. Yes. Wie die apostolische Kirche entstanden ist und die Botschaft. I just will tell you a little bit about how the beginning of the Apostolic Church and their message. Ja, das war also nach dem Krieg, das sind die aus England Pentecost, sind die apostolische Kirche, die Propheten von Aposteln nach Berlin gekommen. After the World War, some of the people of Pentecost and Wales, some of the prophets and apostles came to Berlin. Ja, und nach Westen, ihr wisst ja, dass Berlin eine politische Insel ist. And as you probably know, Berlin was a kind of a political island. Und Westdeutschland, da kam ein Nadolny, heißt er. And in Western Germany there was a person called Nadolny. Und da war, ich weiß nicht genau, wie er damals nach Dänemark gekommen ist, auf die Schule hier. But I don't know really how he came to this place at the Bible school, but he did. Er kam immer von im Osten geflüchtet, kam nach Westdeutschland und von hier aus musste ein Visum haben nach Dänemark. And he kind of escaped Eastern Germany, came to Western Germany and had to ask for a visa to come to Denmark. Und dann kam er wieder nach kurzer Zeit aber zurück. And then he came back to Germany after a short while. Und dann erzählte er immer von einer apostolischen Kirche, von einer apostolischen Botschaft in Dänemark. And whenever he came back, he told us about the apostolic message and the apostolic church in Denmark. Ja, ich habe zu mir gesprochen, hat erzählt, Apostel, ihr wisst ja, alle in Epheser 4, da steht, dass da Gott auf die Kirche hat und hat Apostel und Propheten. And he told us, well, you know, in Ephesians 4 that the church is built on the prophets and the apostles and so on. Ich sagte, ja, das macht das nicht. And I said, yes, I like that. Und dann Nadolny wohnte an Ehepaar zwischendurch in der Kringel. And this person, Nadolny, he was living with a couple whenever he was in Germany. Die kam zu mir eines Tages und sagte, Albert, der Paul erzählt immer von einer apostolischen Kirche. Geh du doch mal zu uns und Prediger, wir waren in der Edengemeinde. And the lady where this guy stayed, she came to me and says, Albert, this Paul, he's always talking about this apostolic movement. Vielleicht niemals sehen von apostolischen Kirchen. And he said, why don't you go and talk to him and then you can talk to others about it? Na, habe ich gesagt, mach du das, hast du das mit ihm gesprochen. And she said she wanted me to speak to him, but then go to others to talk, tell them about this apostolic movement. And I said to her, no, you should go because you talk to him. Dann sagt sie, ach, mach du das als Frau, mach das gerne machen. And she said to me, no, you're a man, you can do it. You know, nobody listens to a woman. Ja, anyway. Ich bin dann hingekommen und habe unserem Pastor gesagt, von der apostolischen Kirche, aber er hat natürlich nicht erwähnt. And then I went to my pastor and I talked to him about this apostolic movement in Denmark, but I didn't mention Paul's name. Und das hat er wahrscheinlich falsch verstanden, irgendwie. And I think he misunderstood somehow. Dass wir ihn weg haben oder so. And he actually thought we wanted to get rid of him as a pastor. Und dann hat er dieser Pastor im Hintergrund die Gemeinde mit Leuten gesprochen und so weiter, nicht? And then he started to talk with other people behind our backs in the church. Dann ganz überraschend eine Gemeindestunde eingeladen. And then called in for a church council meeting. Ja, und wir waren alle da und ich auch. We were all there. Meine Frau auch war schwanger, mein Sohn, der erste. My wife was there, she was just pregnant with our son. Ja, wir wussten gar nicht, was er wollte. Ne? And we didn't really know what his plan was. Und dann einmal dann sagte er zu mir, ja, nach vorne hat er erstmal alle Ältesten abgesetzt. And before the meeting, he kind of got rid of all the elders in the church. Und hat er die Leute immer gefragt, wer ist für mich, wer And he asked all people, who's with me, who's against me? Viele gemeldet. And then whenever he said, who's with me, many people rose their hands. So, und dann sagt er mit einmal, wie gesagt, diese 14 Mal, er sagte zu mir, Albert, komm mal nach vorne. And suddenly in that meeting he said to me, Albert, come here in front. Er sagte, Albert, du siehst, wir wollen die neue Botschaft nicht
Also specifications for the rest of Gemeinde ist. And he said to me, Albert, you see, we don't want to have this new message that you are talking about, so it's better that you leave our church. Naja, ich habe mich dann umgedreht, bin wortlos rausgegangen. So I turned around, I walked out without saying a word. Da ist meine Frau aufgestanden und gesagt, wie gehe ich meinen Mann? And my wife stood up and said, I go with my husband. Und die Radonne waren mit so 20 Leute, dass wir die rauskamen. Aus der Gemeinde. And this Paul Nadolnik had about 20 people around Dann him. haben wir abends so ein Häuser versammelt. And they met in the evenings in their homes. Hat aber in Dänemark berichtet, nicht, was da geschehen ist und so weiter. Dann kam der Erich Friedberg, der war damals erster Präsident, und Impfe Jensen. Okay, and this Paul Nadolnik, who had this group of 20 people that met in the homes, told them about what's happening in Denmark and about Eric, what was it? Erich Friedberg, who was the president, secretary of the Apostolic Church at that times in Kolding. So he told everything what he had experienced in Denmark. Und dann haben sie dich eingeladen und die haben mit dem Prediger gesprochen, mit dem Pastor, wo umsonst gesprochen hat. And then they went to the pastor who expelled us from the church. And my father, who was the eldest in the church, was also expelled. Der war mit den Dänen, haben gesprochen mit dem Pastor, aber der ist dabei geblieben, war nichts zu machen. Die haben sich gesagt, das wollen sie nicht. Das ist nicht die Art von Arbeit. So they tried to get us back in, they tried to speak with my pastor, but my pastor said, no, we don't want that. They should not come back to our church. Und dann, nach einer Zeit, ich war Heizungsmonteur, habe an der Firma gearbeitet, als Heizungsmonteur. At that time I was a technician working with heating systems. Ja, das ist sehr interessant, das was ich eingangs gesagt habe. Wir alle Christen, Jungen müssen hören, was der Weg des Herrn mit mir ist, mit euch. Warum bist du zur Schule? Und da kam die Intelligenz zu mir und sagte, Albert, wir möchten dich gerne aus der Schule haben. Du und deine ganze Familie kommen nach Dänemark. And as I said initially when I started to talk, that it's very important that we listen to the voice of God and find out what the Lord wants with us. So, N.P. Jensen, N.P. Jensen? Is it? Niels Peter Jensen. He came to me saying, Albert, we want you and your family here at the Bible school. Und er sagte, mach dir keine Sorgen, alle Kosten, wir bezahlen alle Kosten. And he said, don't worry, we will cover all the costs, you just come. Und die Kinder mit. And the kids should come along. Und dann kam die normale Bibelschule, ne? And so we came to the Bible school. Wir kennen das ja als Lehrer, ne? Aber rechnen nicht, rechnen brauchen wir Deutsche nicht. And we came to Bible school and we learned a lot, but we didn't do any mathematics, luckily. So, und mit Halbzeit, das war immer ein halbes Jahr, ne? In those days, Herbst bis zum Frühjahr. we had a term from autumn to spring, so 6 months. Und dann, als erste vorbei war, And when the first term was over, damals war es so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, da kam die Gemeindevertreter. Von uns kam dann entweder hieß Matthias. and I don't know if it's still like that today, but in those days, when the term was over, almost over, the leaders of the church would come here to speak with us about our future. Frankreich dasselbe. So from Germany, from France, from Italy, Und so, ne? Schweiz. Switzerland. Ja, und die waren da in der Verhandlungszimmer und haben uns unterhalten. So they came to speak with us. Ja, der Schulrat und Kirchenrat. People from the church, from the college. Und dann haben sie meine Frau und mich rausgerufen, rein und unterhalten. And then they called me and my wife out of teaching and into this room where we should speak with those big guys. Ja, haben gesagt, ja, mich gefragt, was ich so denke, warum bist du hier und wie stellst du das alles so vor? And they asked me, so why are you here and what would you like to do? Das mein Vorsitzender sagte, mein Vorsteher, Matthias, kommt nicht in Frage, viele können nicht nochmal ein halbes Jahr, das wird nicht mehr brauchen, sind haben. Okay, and then our leader in Germany, called Matthias,
he said, well, we need Albert and his wife back in Germany, in Harburg, close to Hamburg. Und dann stand der Prophet auf. And then N.P. Jensen stood up. Martinus Bjerre. No, a prophet stood up. Yeah. Martinus Bjerre. Martinus Bjerre, he was called. So sieht Herr. And he says, thus says the Lord. Das ist Herr, ich denke, das andere nicht. Wie wir hier sind. The will of the Lord is that Albert and his wife return to the school. Macht euch keine Sorgen, auch der Schiffe kehrt, man soll einschuld, ne? Do not worry, I will take care also of the son who was supposed to go to school. Ich sorge dafür, wir kommen frei, ich nehme alle Kosten, komm nur komm. Do not worry, I will take care of everything. The son will have freedom to leave school in Germany. You come here again. Aber erstaunlich, das war so, keiner hat mir widersprochen. And no one said anything against it. So, dann gingen wir nach Hause und wieder gearbeitet. So we went back to Germany to work for a while. Ja, und am nächsten Tag waren wir da. For the next term, we were here again. Und ist der Theo noch da? Is the Theo still here? Da ist der Theo, ja. Und ich bin Wiedenegger. Oh ja. And another theologian called Wiedenegger? Wiedenegger aus Wiedenegger from Austria. Schweiz. Or from Switzerland. Und dann war das Lederholt. Oh, I was part of the Liederhold, the little team. Das waren Männer, auch ein paar Frauen dazwischen, die haben wahrscheinlich eine Berufung als Älteste oder Missionar oder irgend sowas. So on the small team were mainly men, but also a few women that had carried the calling of being an eldest or missionary, and I was part of it. And Theo's laughing. Und dann mussten wir sogar etwas Griechisch mehr lernen. Even some Greek we had to learn. He's laughing. Ja, und dann, war das wieder zu Ende. And again, another term came to an end. Wieder. And again, we listened to the voice of the Lord. Albert, wir möchten, dass du eine Familie nach Berlin gehst. This time, he said, Albert, we want that you and your family move to Berlin. Holland hat tolle Dänemark-Spiele in Barcelona. Sie waren die Leitung der Kirche in Deutschland noch. Deutschland war noch nicht souverän. The leadership in Denmark was also the leadership of the churches in Germany in those days. Und der Pastor Ramkier ist krank geworden, ist nach Hause gemisst nach Charlottenburg, Berlin. And in Berlin there was a pastor called Pastor Damkier from Denmark. He got sick, so he had to leave the church in Berlin, and we went instead to Charlottenburg. Ja, und da waren wir 1964, alles mit 60, nicht? Ja. Doch, ja, 60, von 60 bis 64 waren wir in Berlin verbunden. So from 1960 to 64 we were in Berlin. Und die Kinder mit, natürlich. And the kids were with us, of course. Ja, und dann, ich war ehrenamtlich, kann ich bezahlt ehrenamtlich. I was working without getting a salary. Musste ja mir Arbeit suchen. So I had to find a job beside. Ja, und dann habe ich eine WWS. So I met a company that is working with plumbing and piping and heating systems. Ja, habe ich mit dem Chef gesprochen. And I talked to the boss. Habe meine Papiere gezeigt. Showed him my papers. Zentralheizung war Spezialist für mich. Yeah, and I was specialized in central heating. Und ich habe gesagt, solche Papiere, wieso kommen Sie dann nach Berlin? And he said, you have such papers, why do you come to Berlin? Ich sagte, ja, Herr Rocke. I said, yes, Mr. Rocke. Ich werde eine Freikirche der Autorität in Berlin, in Deutschland. Und ich bin Vorsteher einer kleinen Gemeinde. Ich muss arbeiten, Geld verdienen für die Maschine. And I said, yes, I have to find a job because I'm the pastor of a small church in Berlin and I have to make some money for my family. Oh, sehr, sehr interessant. Sie können morgen anfangen. Ooh, very interesting. You can start tomorrow, he said. Aber predigt bitte nicht. But you do not preach here on the job. Ja, wiederum ganz kurz zu machen. Und nach vier Jahren. And after 4 years, kam der zu mir, der Chef, und sagte, Albert, ich bin alt, meine Frau auch, ich habe keinen Nachwuchs.
ich möchte, dass Sie die Firma übernehmen. My boss came to me and said, Albert, I'm old, my wife is old, we do not have any kids, so I wanted you to take over the company. Vorher, weil er wusste, dass er immer mehr Verantwortung gehabt hat, habe ich die Schule, Meisterschule besucht. He gave me in the course of these 4 years more and more responsibility, and he even sent me to school to become certified. Meister gemacht habe ich nicht, das wollte ich ja nicht. But I didn't bring the certification to the very end because I felt the Lord didn't want me to go there. Wieder ein Hammerschlag. And now comes the hammer. Und mein Freund MP Jensen, wieder. Then again my friend N.P. Jensen came to me and said, wir möchten du und deine Familie nach Sonderburg. Albert, we want you and your family to move to Sønderborg in Denmark. Peter Schmidt, ich kann nicht alles kann. In der Gemeinde Peter Schmidt unterstützen. You have to go to this church and there's a person called Peter Schmidt and you should have to support him, please. Peter Schmidt war ja auch nicht sehr der Chef, er war Kolonienwahl. Peter Schmidt was not a full-time worker, but he was also a businessman. Naja, und schon waren wir da. And there we went to Sønderborg. Everything was paid, we didn't have to pay anything ourselves. Ja, bei der Firma gearbeitet, bei einer Heizungsfirma gearbeitet in Sonderburg. Again, I found a job in a heating system company in Sønderborg. Und dann 1956. And then 1966. 1966 kam Kurt Mortensen. Came Kurt Mortensen, Apostel und Evangelist. Apostle and evangelist. Und sagte, and he said, ich bin unterwegs und der Landesrat schickt mich nach Süddeutschland evangelisieren. I'm on my way to southern Germany to evangelize. Ich bin hergekommen zu euch zu sagen, die Gemeindeleitung von der Kirche Dänemark möchte, dass du nach Kolding kommst. And he said, well, I have to tell you that the council of the Apostolic Church want you to come to Kolding. Man musste jetzt natürlich sagen, sie wussten, dass die Heizungsmaterial war. They knew that I was working with heating system and that I was good at it. Sagt er, du musst den Friedrich Hansen, der damals Gärtner, also der hatte gar keine Ahnung von, ich soll die Kongresshalle wird gebraucht, ich das sonst installieren. And he told me, we need you in Kolding because we're just about to build the sports hall and we need you to be the engineer. Ja, sprich mit deiner Frau. So talk to your wife. 10 Tage komme ich zurück. In 10 days I will be back. Ich mir sagen, was ich das sagen soll. And then you give me an answer. Ich habe meine Frau zurück, was du weißt, und mir haben gesagt, was der Herr will, tun es. Yeah, I spoke to my wife and we said, well, whatever the Lord wants, we will do it. Aber wir konnten ja die Schüler, Gerd und irgendwann beide eingeschult hier in Sonderburg. My sons, Gerd and Jürgen, they were both going to school in Sønderborg. Die mussten ja das zu Ende machen, damit sie umgeschult werden können in Kolding. They had to finish the year in order to start school here in Kolding. Wenn ich immer schon 6 Wochen vorher nach Kolding gefahren, auch mit anderen Brüdern, dänischen Brüdern, fast voll wieder, was selbstständig hat Werkzeug gestellt, aber die in der Halle, Duschen und Heizungskörper selber. Das war eine Firma natürlich, aber wir haben die Halle selber gemacht. Das war uns viel Geld. So 6 weeks before we moved to Kolding, I was already driving back and forth and we were building the sports hall by ourselves. So we saved the church a lot of money. Und so zogen wir hierher in die Schule, haben hier gewohnt, war Hausmeister, war Ältester in der Gemeinde, Mitleiter, technischer Meister. So we moved here in Kolding, we lived here and I was the caretaker, I was eldest in the church, I was the technical responsible for the heating system in the sports hall. Diesmal voll bezahlt. But I was fully paid. Meine Frau wurde auch mit dem Haus angestellt, mit Frauen, mit Maus, Schüler und Putzfrauen.
for my wife, she was employed here at the college as well. Und dann, was ich auch gerne erzählen wollte, ich war jetzt ein halbes Jahr bevor wir nach Hause gingen, nach Deutschland, 1970. Und ja, ich habe mich einfach ganz krank gefühlt. Then we stayed here for some years, and there came a while where I really felt sick. Meine älteste Stunde abends, Schüler, ja, und alles machen. Yeah, I had a lot to do. I was in the church, I was working here as responsible. I was preparing conferences, I was translating. I was burned out. Ja, habe ich ja was machen. And I said, what shall I do now? Und da war hier in der Hausmeisterwohnung, haben wir einen Spiegel hingehabt. And in our flat we had a mirror. Und ich war ganz allein im Raum. I was all alone at home. Bin immer rumgelaufen und jedes Mal rumkam, Spiegel geguckt. And I was walking around our flat, and every time I passed the mirror, I looked inside the mirror. Mann, wie siehst du aus? And I said, wow, how do you look? What do you look like? Bist du krank? You are sick. Ja, und habe ich wieder mal reingeguckt. And I looked again. Was kann er Dänisch? God knows Danish, do you know? Guckte so rein, ganz wieder kein Mensch da. I looked into the mirror, I was all alone. Aber jetzt, laut dem Imperativ, da wäre mit dem. And I heard, stop doing that. Und nach Deutsch hält er auch misshandelt. But no one was there. I knew it was the Lord speaking. He said, but slowly, slowly. Ich habe gedacht, du seist krank. I thought he would report Gib mir me Medizin. sick and would give me medication. Nein, No, nothing. ich weiß nicht ganz. Er hat mich ernst genommen. And I left the doctor and he said he didn't take me serious at all. Und habe unterwegs gedacht, gehst nochmal zu einem anderen Arzt. And I thought, I will go to another doctor. And the Lord said, La Vermedi, stop it. Ja. Und dann kam die Imperienzen wieder. And then NP Jensen came along once again. Bist du, dass der Blick hat, eine Frau war, der große Land, hat viele Häuser, hat viel Land gehabt, aber keine Häuser, die Häuser, die jetzt sind, alle nachher, die Beckshäuser haben die genannt. And you don't know, actually, I don't know if you know the whole story of Sigrid Beck. He owned a lot of land, but there were no houses, and this is the land we are sitting on right now, but there were no buildings at all. Ich sage, die Imperienzen, du kannst so ein Haus kriegen, wie möchtest, dass du hier bleibst. And NPN said to me, Albert, we want to build a house for you, we want you to stay here. Meine Frau hat ja gesagt, aber ich nicht. My wife said yes, I said no. And I really had the impression, no, that's not the right thing for us to do. Dann 1970 ist meine Frau mit Jürgen, wir haben zwei Söhne, nach Harvard zu ihrem Vater, die Mutter war gestorben. In 1970, my wife went with one of our sons, Jürgen, to Germany. Der hier sitzt, der hat ja vorher in Kolding Abitur gemacht, ist dann nach Aarhus gegangen studieren. And my other son, who's sitting here now, he did his school living examination here in Kolding and went then to Aarhus to study at the university. Er blieb ja hier und wir sind dann ab 71 in Hamburg angekommen, wie der Sage. Kannst du mir erklären, was Sage ist? In Hamburg? In Hamburg? So, in 1971 I started to work at one of the biggest property real estate companies in Germany. Und ich habe gedacht, ich war damals, glaube ich, 45 oder so. At that time I was about 45 years of age. Ich weiß nicht mehr, ich muss nicht nachdenken. I don't know exactly anymore. Ich habe immer zu Herrn gesagt, die Heizung hat sich zwar vieles geändert, aber im Heizkörper, ne?
die waren früher nur aus Guss. Das ist schwer, Antwort. Aber ich sage, ich kann das nicht mehr. And I said to the Lord, I can't do this job anymore because many things had changed, you know, in Jetzt that branch. ist jetzt wieder fast ein Wunder. And now a miracle would happen again. Und meine Frau hat zu ihrem Vater gesagt, And my wife said to her father, und er sagte, Vater, wann kommt denn der Albert? her father said, when is Albert coming and joining you? Meine Frau, ja, der kommt dann ein Vierteljahr, kommt, er muss die Kündigung einhalten. And she said, yeah, in quarter of a year he will come. He has to keep his notification period. Mein Schwiegervater war Angestellter der Kommune. My father-in-law, he was an employee of the local, what? Müllabfuhr. Those who collect the garbage. Garbage disposal, yeah. So he was working with the disposal of garbage. Der ging hin zu seinem Chef da und sagte, also alles Mögliche. Mein Schwiegersohn kommt, der ist heißes Monteur und wir brauchen eine Arbeit. And he went to his boss and said, well, my son-in-law is coming and he needs a job. Und das hat mein Schwiegervater mir gesagt. Das ist tolle Kommune, was will ich? And my father-in-law, he told me, and I said, oh no, that job, what shall I do with that? No. Komischerweise, die hatten, also die waren ja keine Stationsfirma, nur die Verwaltung, ja. Aber die Heizkörper hat Zentrale und so weiter, hatte keiner. Okay, and they were actually looking for a person that would take care of their heating systems in their administration office. And they said, well, when is your son-in-law coming? We really need him. Und das hat meine Frau mir erzählt. My wife told that to me. Ich habe immer besucht, und dann kam ich nach Hause. Ja, ich kann es ja mal versuchen. And I said, well, let's try it. Dem Alter noch halten. Dem Alter noch halten. And I said, oh, I'm getting a bit old, and with that age, still working with heating systems, I don't know. Und als ich dann reinkam zu dem Vorgesetzten, and when I came to my boss, dann sagte er, da kommen Sie ja endlich. And he said, ah, finally you are here. Ich sagte, so, wieso? Ich habe doch gar nicht gesagt. And I said, what do you mean? I didn't say that I will come yet. Ihr Schwiegervater hat uns alles erzählt. Oh yeah, but don't worry, your father-in-law told us everything about you. When can you start? Ich hatte noch ganz die Kündigungszeit, nicht ganz fertig. Ich habe solche auch 14 Tage dauert. And I said, well, in 2 weeks I'm here. Naja, und dann kam ich. Und dann... So I went. Ja, aber auch herzlich unterstützt und eingestellt. And voila, I got employed.